Moin Moin, Bonjour, Hello, Buenos Dias und Ni Hao. Willkommen auf der Maschinenbau- und digitale Fabrik-Session bei WAGO auf der digitalen Ausgabe der Hannover Messe. Mein Name ist Norman Südekum. Ich begrüße Sie auch recht herzlich. Ich werde Sie hier heute durch die Session begleiten. Wenn ich das nicht tue, bin ich bei WAGO für den Maschinenbau weltweit verantwortlich. Wenn wir über Maschinen- und Anlagenbau sprechen und die Betreiber, dann müssen wir uns gemeinsam auf eine Reise begeben und dort einiges umschiffen. Und was wir umschiffen, diese Spannungsfelder, diese Handlungsfelder, die möchte ich gerne mit Ihnen heute auf der Reise beleuchten. Schauen wir zunächst auf das Thema Produktivität. Seit Henry Fords Fertigungsbändern uns allen ein bekanntes Thema. Der nächste Aspekt, vielleicht etwas jünger, eingehen auf die individuellen Forderungen unserer Kunden. Und der dritte Aspekt ist das Thema Effizienz, insbesondere die Energieeffizienz, wo wir versuchen, die Welt, die uns nur einmal gegeben wurde, möglichst ressourcenschonend zu behandeln und natürlich andersrum auch gesetzeskonform zu handeln. Und diese drei Handlungsfelder, die müssen wir beleuchten und das möchte ich mit Ihnen so tun, dass wir jeweils einmal durch die Brille des Maschinenbauers schauen, was ihn in diesem Feld bewegt und wie WAGO ihn unterstützen kann. Und auf der zweiten Seite wollen wir durch die Brille des Betreibers schauen, was den in diesem Themenfeld bewegt. Für das erste Themenfeld werde ich Sie begleiten auf der Reise zusammen mit meinem Kollegen Franco Polo vom Vertrieb Deutschland, dort verantwortlich für das Business Development Industrie. Und wir werden einmal schauen, was denn den Anlagenaufbau angeht, wie man das modular machen kann, wie die Automation einen begleiten kann, wie WAGO sie unterstützen kann und welche Aspekte das vielleicht auch für die Software hat. Und deshalb Bühne frei für dich, Franco. Herzlich willkommen bei Maschinen- und Anlagenbau schnell und effizient. Ich möchte heute mit Franco Polo einen Blick darauf werfen, wie man sowohl mechanisch als auch in der Software einen effizienten Aufbau hinbekommen kann von Maschinen und Anlagen. Deshalb meine erste Frage an dich, lieber Franco. Wie war denn das im Laufe der Zeit? Was kannst du uns denn sagen über Topologien? Wie hat sich das entwickelt? Ja. Dazu gucken wir uns folgende Grafik an. Hier sehen wir einfach, wie sich die Verdrahtung über die Zeit entwickelt hat bei Maschinen- und Anlagenbau. Ganz links klassische Parallelverdrahtung. Alle Sensoren und Aktoren werden in den Schaltschrank verdrahtet, meistens auf eine Unterverteilung. Von da geht es weiter mit einer Steuerleitung oder Stammleitung in den Hauptschaltschrank und dann zur eigentlichen Steuerung. Das ist sehr aufwendig, kostet sehr, sehr viel Zeit. Die Adern müssen bearbeitet werden, also abisoliert werden, aufgelegt werden. Das sind sehr, sehr viele Klemmstellen und da passieren in der Regel eigentlich auch immer Fehler. Deswegen hat man vor etlichen Jahren IP67-Module ins Feld eingeführt. Früher sehr, sehr viel mit Profibus, heutzutage natürlich eher Ethernet-basiert, Profinet, EtherCAT oder Ethernet IP. Dort kann man die Sensoren und Aktoren direkt im Feld einfangen. Ein großer Vorteil ist, dass die IP67-Baugruppen über die Anlage verteilt werden können und so der Platz in der Anlage optimal genutzt werden kann. Und ich habe sehr, sehr kurze Leitungswege. Zusätzlich werden in der Regel vorkonfektionierte Leitungen benutzt, sodass Verdrahtungsfehler nahezu ausgeschlossen sind und auch weniger geschultes Personal die Anlage aufbauen kann. Im Jahr 2006 kam dann noch IO-Link dazu. IO-Link ist eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, die unterhalb des eigentlichen Feldbusprotokolls gesprochen wird. Das heißt, Sie benutzen weiterhin Ihr gewohntes Feldbusprotokoll, um mit der Steuerung zu kommunizieren und unterhalb des Netzwerksmoduls können wir dann IO-Link sprechen. IO-Link wurde dafür erfunden, um den letzten Meter in der Automatisierungspyramide intelligent zu machen. Das heißt, es gibt IO-Link-Sensoren und Aktoren, die neben dem eigentlichen Schaltsignal eine Menge Diagnosedaten liefern. Zusätzlich gibt es sogenannte IO-Link-Sensor-Hubs, wo man wieder binäre Signale einsammeln kann. Und das hat einfach den Riesenvorteil, dass man die Verdrahtungskosten um ca. 30-40% senken kann. Das liegt hauptsächlich an der Verdrahtung. Hier braucht man nur M12 vorkonfektionierte Leitungen, die umgeschirmt sind. Ganz rechts im Bild sehen wir dann nochmal eine Topologie, die immer relevanter wird. Das heißt, Daten werden parallel zur Steuerung abgegriffen von zum Beispiel Cloud- oder Engineering-Tools oder auch von einem Edge-Device, was die Daten aufbereitet
und dann weiterleitet in eine Cloud. Dazu sprechen unsere Module UPC und A und MQTT. Mensch, das war ja eine Zeitreise in die Vergangenheit, aber auch ein kleiner Blick schon in die Zukunft. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie übertrage ich das denn tatsächlich auf meinen mechanischen Anlagenbau und wo entstehen mir da Vorteile? Dazu schauen wir uns vielleicht folgende Produktionslinie an. Die besteht immer aus sehr, sehr vielen Stationen. Zum Beispiel in der ersten Station kommt das Rohmaterial an, wird ausgepackt, wird inspiziert und dann weitergeleitet. In der zweiten Station wird die Verpackung zum Beispiel gereinigt und in der dritten Station wird abgefüllt. Im weiteren Prozess wird dann wieder verpackt. Und jetzt näher auf diese einzelnen Stationen eingehen, also in dem Fall auf die erste Station, besteht die aus Unterbaugruppen. Wir haben hier zum Beispiel eine Inspektionseinheit, ein Förderband, wo die neue Ware quasi in die Anlage transportiert wird und ein Förderband, wo Schlechtteile aussortiert werden. Hier kann ich das Ganze modular aufbauen, das heißt, ich habe hier einen Feldbusteilnehmer und kann dann in der einzelnen Station und den Unterbaugruppen mit zum Beispiel IO-Link-Devices arbeiten. Der große Vorteil ist hier, dass jedes IO-Link-Device 100% identifizierbar ist und über Standard vorkonfektionierte Leitungen angeschlossen wird. Das heißt, ich kann eine Baugruppe vorproduzieren, auf der Baustelle in die Station bringen und dort über eine oder maximal 2 Leitungen mit dem Rest der Station verbinden und bin so wirklich sehr, sehr schnell und effizient unterwegs beim Aufbau der Anlage. Mensch, jetzt hast du uns einen guten Einblick gegeben, wie das im mechanischen Aufbau sich optimieren lässt. Wo liegen denn jetzt die tatsächlichen Vorteile in der Software? Ja, da gucken wir uns auch noch mal oder sprechen wir ein bisschen darüber. Im Endeffekt ist, wenn wir in den Unterbaugruppen mit IO-Link-Devices arbeiten, der Riesenvorteil, dass jedes IO-Link-Device über die Hersteller-ID und die Device-ID eindeutig identifizierbar ist. Und zusätzlich habe ich noch die Möglichkeit, einen sogenannten Application-Specific Tag zu vergeben. Der kann maximal 32 Byte groß sein und den kann der Nutzer sozusagen selber vergeben. Vorteil ist, wenn ich jetzt die Anlage zusammenbringe, also die Unterbaugruppen, die vorverdrahtet sind und vorproduziert worden, zu einer Station zusammenbringe, kann die PLC die Konfiguration automatisch auslesen und dann den Prozess und die Parameter so einstellen, dass es passt. Auch bei einem Produktwechsel ist hier der Riesenvorteil, sei es, ich brauche eine andere Inspektionseinheit, pack die drauf, wird automatisch ausgelesen, welche Inspektionseinheit das ist und das Programm angepasst. Hier kann ich wirklich Maschinenstillstände und Inbetriebnahmezeiten massiv reduzieren. Das hört sich so an, als hätte ich sowohl in der Inbetriebnahme Vorteile als auch dann im Betrieb. Das heißt, das muss ja ein gewinnendes Argument sein. Vielleicht noch ein zusammenfassendes Fazit von dir. Was kann man noch mitnehmen hieraus? Ja, als Fazit wirklich, man kann mechanisch eine Menge Zeit und auch Kosten sparen beim Aufbau der Anlage, aber auch nachher auf der Baustelle bei der Inbetriebnahme der Anlage. Und auf der anderen Seite, wenn man die Software entsprechend modular aufbaut, sich auch dort eine Menge Zeit sparen, wieder in der Inbetriebnahme, aber auch bei der ganzen Verwaltung von IP-Adressen, die ich deutlich reduzieren kann. Super Sache. Ich glaube, Vago hat im Bereich IO-Field, unser IP67-System, eine ganze Menge zu bieten, auch für die Zukunft in der Verbindung mit IoT. Ich glaube, wir beide sind bereit, den Weg mit den Kunden zu gehen. Gerne. Auf dem nächsten Reiseabschnitt möchten wir mit Ihnen durch die Brille des Betreibers schauen. Und zwar möchten wir schauen, wie durch digitale Geschäftsmodelle die Produktivität gesteigert werden kann. Dazu begrüße ich bei uns im Studio Jürgen Pfeiffer aus dem Vertrieb Deutschland, auch Business Development, IoT und Cloud Partner Management. Und Jürgen hat einen interessanten Gast mitgebracht, unseren Kunden Oliver Slavi von der Firma Linde. Bühne frei für euch zwei. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Session Enabler für digitale Geschäftsmodelle. Mein Name ist Jürgen Pfeiffer, bin im Business Development von Vago tätig und ich werde heute unterstützt vom Oliver Slavi von Linde, den wir später näher kennenlernen. Es gibt für digitale Geschäftsmodelle vielfältige Motivatoren.
und Motivationen. Viele von denen kennen Sie, hier einmal nur ein paar aufgelistet. Ist es sicherlich der Punkt, dass man näher am Kunden sein möchte, sprich eine dauerhafte Kundenverbindung haben möchte und nicht nur einmal nach dem Verkauf einer Maschine oder eines Equipments den Kundenkontakt vielleicht verliert. Zum anderen ist ein Bestreben und eine Motivation von digitalen Geschäftsmodellen, dass man die Einstiegshürde für den Kunden senkt. Das heißt beispielsweise nicht eine Maschine für mehrere Millionen Euro einmalig zu verkaufen, sondern diese Maschine zum Beispiel per Pay-per-Use oder als Leasing- oder Mietmodell dem Kunden zur Verfügung zu stellen und so natürlich den Erstinvest viel, viel geringer hat als eine große, hohe, millionenschwere Investitionssumme. Ja, und genau dieses Bestreben, meine Damen und Herren, das hat es ja schon immer gegeben. Aber letztendlich war das Risiko in der Vergangenheit viel größer, solche Modelle anzubieten. Denn diese Maschinen wurden ja letztendlich dann auch blind betrieben. Sprich, man hat zwar das Leasing-Modell geschafft, die geringere Einstiegshürde geschafft, aber dafür hat man ein hohes Risiko eingegangen, weil man ja nicht weiß, wie geht es der Maschine, wie ist die Maschinengesundheit, muss vielleicht eine ungeplante Wartung erfolgen oder ähnliches. Und so war dann diese Art eines Geschäftsmodells nur für diejenigen überhaupt realisierbar, die dieses hohe Risikokapital auf sich nehmen wollten und B natürlich auch dann in dieses Risiko gehen wollten. Heutzutage mit dem Thema IoT und Digitalisierung ist es möglich, dieses Risiko zu senken. Denn die Digitalisierung schafft Transparenz. Wir sehen dauerhaft, wie geht es der Maschine und haben unterschiedlichste Möglichkeiten, dann die Daten über ein IoT-Gateway dem einer Analytik und einem Geschäftsprozess zuzuführen. Und dadurch wird das Thema der neuen Geschäftsmodelle für Sie und für alle Betriebe letztendlich attraktiv, da das Risiko dementsprechend erfällt und auch da für Sie die Einstiegshürde in Ergänzung Ihrer Maschinen oder Anlage um ein Vago IoT Gateway viel, viel niedriger ist und viel transparenter ist als in der Vergangenheit. Wenn wir jetzt uns ein Beispiel anschauen, so möchte ich unseren Vago IoT-Partner GLI Business Solution hier einmal nennen, die auf diese Art und Weise ein Instandhaltungsmanagement anbieten. Das heißt, wenn Informationen der Maschine zum Instandhaltungsmanagement-Tool kommen, dann können gezielt Wartungsarbeiten realisiert werden und so die Maschine dauerhafter betrieben werden, ohne dass es zu einem Stillstand kommt. So viel erst einmal zur Theorie, meine Damen und Herren. Und jetzt möchte ich Ihnen gerne Herrn Oliver Slaby vorstellen von Linde. Oliver Slaby ist Head of IT for Digital Plant Operations. Und ja, herzlich willkommen, Oliver. Hallo Jürgen. Oliver, was ist euch bei dem Thema Digitalisierung wichtig? Hier bei Linde werden zunehmend digitale Services entwickelt, wo wir mit Hilfe von Messdaten den Anlagenbetrieb unterstützen und verbessern können. Hier sind klassische Beispiele Verbesserung der Performance, wie zum Beispiel die Reduzierung des Energieverbrauchs, aber auch die Erhöhung der Verfügbarkeit einer Anlage oder eines Anlagenbauteils. Dort ist es die Verfügbarkeit und viele andere Dinge mehr. Was bedeutet für euch die Überschrift digitale Geschäftsmodelle? Die erwähnten Services stellen für uns sowohl eine Erweiterung des klassischen Anlagenbaus dar. Das heißt, diese Services werden zusammen mit einer Anlage oder einer Anlagenkomponente erhalten, aber auch als ein komplettes neues Geschäftsfeld von Linde, um den Anlagenbetrieb durch das Linde-Know-how im After-Sales zu verbessern. Bitte verrate uns jetzt noch eine ganz interessante Antwort auf die folgende Frage. Welche Rolle spielt denn Vago dabei? Damit wir diese digitalen Services anbieten können, ist es für uns fundamental wichtig, dass die Messungen zuverlässig unter den Bedingungen der Prozessindustrie gemessen und an Linde übermittelt werden. Hier ist eine ATEX-Zertifizierung und Sicherheitsrequirements absolut fundamental. Hier verwenden wir Vago-Controller und I/O-Karten, um das zu erreichen.
Ein Beispiel, das wir durchgeführt haben, ist die Überwachung von Plattenwärmetauschern, bei denen wir zusätzliche Sensorik zur Diagnostik eingebaut haben und deren Daten jetzt von Vago-Controllern zusammen mit I/O-Karten erfasst und übertragen werden. Oliver, ganz vielen Dank für diese Einblicke in deine Arbeit, in die digitalen Geschäftsmodelle, ja, und letztendlich die Lösung, die du uns skizziert hast. Und liebe Zuschauer, ich habe Ihnen mal eine Folie mitgebracht über die Vago-Produkte, die hier eingesetzt werden, von dem IoT-Gateway bis rauf zum Edge-Computer. Dort sind auch Sie natürlich herzlich eingeladen, gemeinsam mit uns über Ihre digitalen Geschäftsmodelle zu sprechen. Auch gerade in Kombination mit unserer Vago IoT-Box als Ready-to-Use-Lösung. Ready-to-Use deswegen, weil sie komplett elektrisch durchdesignt ist und auch softwaretechnisch sofort angewendet werden kann, rein über die Parametrierung. Und eine solche IoT-Box, die designen wir natürlich auch gerne für Sie, ganz individuell für Ihr Projekt, beispielsweise auch dann, wenn Sie Umweltbedingungen haben, dass das Ganze in Edelstahl eingesetzt wird. Ja, und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, lade ich Sie ein, treten Sie mit uns in Kontakt, um auch über Ihre digitalen Geschäftsmodelle zu sprechen, um sie zu enablen, an die Daten zu kommen und gemeinsam mit unseren IoT-Partnern genau die Lösung für Sie zu realisieren, die der erste Schritt in die Digitalisierung und auch in neue Geschäftsmodelle darstellt. Von daher hat es mich gefreut, dass Sie heute so zahlreich mit dabei waren bei dieser Session digitaler Geschäftsmodelle. Und ich verabschiede mich von Ihnen und hoffe und wünsche Ihnen Gesundheit. Bleiben Sie gesund. Wir befinden uns auf unserer Reise und sind inzwischen im nächsten Spannungsfeld angekommen, der Flexibilität. Was bedeutet das nochmal kurz zusammengefasst? Kürzere Lebenszyklen der Produkte, schnellere Markteinführung und schneller wechselnde Anforderungen unserer Kunden. Und um dem gerecht zu werden, muss man sicherlich auch seine Maschinen darauf ausrichten. Und was könnte da passender sein, als auch Software und Automation modular zu gestalten? Dafür begrüße ich meinen Kollegen Lukas Dökel, bei uns im Industrievertrieb weltweit für das Thema digitale Fabrik zuständig. Er wird uns in das Thema einführen und dabei tatkräftig unterstützt von Poliana da Silva Santos von der Firma Evonik. Herzlich willkommen, ihr zwei. Herzlich willkommen zur Session Flexible Anlagen durch modulare Automation. Flexibilität ist der nächste Schritt in der Produktion wie in der Automation. Durch sich ständig verändernde Märkte und individualisierte Produkte ist Modularität der nächste Schritt, um genau diesem gerecht zu werden. Wir haben hier ein Prozessmodul, eine Pumpe mitgebracht, die genau einmal gut die Ist-Situation zeigt. Viele physikalische Module sind bereits modular gestaltet, das aber nicht in der Automation. Um genau dieses Gap zu schließen, gibt es das MTP-Konzept von Namur und ZVI und es wurde in der Namur-Empfehlung 148 standardisiert. Was genau das Module Type Package eigentlich enthält und wie es Ihnen einen Mehrwert bringen kann, genau das wollen wir Ihnen in einem kurzen Video einmal zeigen. Schnelle Adaption bestehender modularer Anlagen mit Vago. In dieser Fabrik eines pharmazeutischen Unternehmens wird Impfstoff hergestellt. Die Bestandteile werden zusammengemixt, der fertige Impfstoff in Ampullen abgefüllt und am Ende mit einem Deckel verschraubt und an Krankenhäuser ausgeliefert. Doch ab und zu muss die Lieferkapazität erhöht werden, beispielsweise in Zeiten einer Pandemie. Zum Glück wurde die Anlage modular geplant, das gilt allerdings nicht für die Automatisierung. Datenpunkte der neuen Module mit allen Variablen der Prozessführungsebene müssen ebenso händisch angelegt werden wie ein digitaler Zwilling der neuen adaptierten Anlage im führenden Leitsystem. Obendrein kommt noch, dass jedes neue Modul auch eine andere Sprache spricht, da jeder Hersteller eine individuelle Steuerung in eine Maschine implementiert. Hier kommt Vago ins Spiel.
Gemeinsam mit der Namur und dem ZVEI hat man dem MTP den Weg bereitet. MTP lässt sich am besten mit einem Druckertreiber vergleichen. Er beinhaltet das notwendige Detailwissen über den Drucker und kann ihn so in einen beliebigen PC integrieren. Übertragen auf eine Produktionsumgebung entspricht das Modul dem Drucker, das MTP dem Druckertreiber und der PC dem Prozessleitsystem. Dank einer MTP-Bibliothek auf Seiten des Modulherstellers kann der Systemintegrator des Pharmaunternehmens die Modulbeschreibung schnell und einfach in das Tool für das Anlagenengineering importieren. So lassen sich Prozessabläufe und Produktionsmengenanpassungen leicht durch simples Hinzufügen und Entfernen von Modulen anpassen, ohne auf die Module selbst einzugreifen. Als erstes hier auf unserer MTP-Torte haben wir das Thema Know-how-Schutz. Wo Sie in der Vergangenheit Quellcode offenlegen mussten und Funktionalitäten beschreiben, können Sie diese heute in Services abbilden und müssen in der Übergabe und im Engineering diese Services beschreiben und nutzen. Funktionalitäten kapseln in Services ist einer der wichtigsten Punkte des MTPs. Die Möglichkeit, Funktionalitäten von Prozessmodulen, wie zum Beispiel das Pumpen, als Service anzubieten, ist neu und ermöglicht es eben, diese auch über verschiedene Lizenzmodelle zum Beispiel freischalten zu können. Das heißt also, Sie brauchen gegebenenfalls nur ein Programm für verschiedene Anlagen und den Kunden würden Sie diese Services eben über verschiedene Lizenzen freischalten. Klare Softwarestrukturen. Eines der oft zeitfressendsten Punkte ist die Abstimmung von Datenaustausch und Variablen mit der POL, mit der Process Orchestration Layer oder Leitsystemen. Das erledigt sich, weil das MTP genau diese in OPC UA standardisiert. Als Basis der CE-Kennzeichnung müssen wir die Dimensionen des Moduls kennen und seine Schnittstellen. Genau das können wir jetzt mittels MTP und auch so die CE-Kennzeichnung erleichtern. Standardisierte Interfaces, auch vor der Inbetriebnahme oder dem Betrieb der Anlage. Sie als Modulbauer können dieses standardisierte Interface natürlich auch nutzen, um alle Ihre Informationen und Daten von der Anlage im Vorfeld für Entwicklung und auch Inbetriebnahme abzugreifen. Und einer der entscheidendsten Punkte oder spannendsten Punkte ist das Enabling of as a Service. Sie können zukünftig Funktionalitäten, ähnlich wie in der Cloud, wo wir das Thema as a Service schon länger kennen, für IT-Infrastruktur oder auch IT-Ressourcen, die wir uns kaufen, zukünftig auch für Prozessfunktionalitäten nutzen. Also das Pumpen as a Service oder das Rühren as a Service. All das sind Vorteile für den Modulbauer, die er zukünftig mit MTP und Modularisierung nutzen kann. Wie nun die Modularisierung in der Praxis angewendet wird und welche Aspekte es noch gibt, dazu möchte ich gerne unseren Kunden Evonik einbinden und die Frau Poiana da Silva Santos und sie fragen, Poiana, wie hat euch das MTP in der Modularisierung unterstützt und geholfen? Evonik ist eine der Pionieranwender von MTP. Wir haben in verschiedenen Lagen bereits gezeigt, dass sowohl die Engineering von Modulen als auch die Integration von Modulen an eine Process Orchestration Layer oder auch eine klassische DCS mittels MTP schneller und flexibel ist. Wir haben über 50 Module bei Evonik in Einsatz, vor allem in Labor- und Technikumsanlagen, wo Flexibilität eine wesentliche Rolle spielt in dem Produktinnovationszyklus. Viele von diesen Modulen sind von Vago. Es hat sich so bewährt, dass MTP bei uns ein fester Bestandteil der Anlagespezifikation bei unserem Modulhersteller wird. Natürlich, wir haben auch gesehen, dass weitere Anstrengungen an der Standardisierungsarbeit notwendig sind. Von daher, Kooperation und Interoperabilität Schlüssel zu Erfolg sind. Und wir sind sehr glücklich, dass Vago einer von unseren Kooperationspartnern ist. Ja, vielen Dank, Poiana, für den Einblick. Wenn jetzt auch Sie sich fragen, wie Sie Ihre Anlagen modularisieren können oder das MTP-Konzept nutzen, sprechen Sie uns gerne an. Wir freuen uns auf Sie.
Wir befinden uns an der 4. Station unserer Reise und dort begrüße ich wieder meinen Kollegen Jürgen Pfeiffer und er hat sich Verstärkung mitgebracht hier von Vago. Bei ihm ist Dr. Jan Jenke von der Business Unit Automation, dort verantwortlich fürs Thema Analytics, und unser Kollege Sebastian Pscheidt aus der Fertigung hier im Werk Minden, dort verantwortlich für die Verfahrensentwicklung. Die drei möchten uns einmal zeigen, wie man die Mechanismen und Anwendungen aus der IT in die OT-Welt übertragen kann. Und dazu haben sie sich einen virtuellen Werkzeugkoffer gepackt. Für mich war es Containerisierung, aber das Wort klang zu sperrig, deswegen haben sie es den virtuellen Werkzeugkoffer genannt, den sie jetzt für Sie öffnen möchten. Bühne frei für euch drei. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Vago-Session der virtuelle Werkzeugkoffer. Am Beispiel der Vago Analytics möchten wir Ihnen die Docker-Technologie einmal vorstellen. Wir, das sind Jan Jenke aus unserem Bereich Innovation und Technology und Sebastian Pscheidt, er ist bei uns als Process Engineer im Bereich der Produktion tätig. Mein Name ist Jürgen Pfeiffer aus dem Business Development bei Vago. Sowohl die Docker-Technologie als auch die Analytics sind beides IT-Technologien, die jetzt zunehmend auf der OT-Hardware, sprich auf der Steuerungstechnik, genutzt werden. Wenn Sie gerne einmal nachschauen möchten auf unserem Docker-Hub, Sie sehen den Link hier eingeblendet, dann werden Sie feststellen, dass es inzwischen viele und eine wachsende Anzahl von Third-Party-Applikationen gibt, die Sie auf unseren Vago Docker-Ready Devices wie den PFCs und den Edge Devices einsetzen können. Ja, und die Analytics, die zunehmend mit Docker-Technologie umgesetzt und realisiert wird. Jan, warum ist das so? Warum wird zunehmend die Docker-Technologie im Bereich Analytics eingesetzt? Ja, eine Analytics-Lösung wird oft auf eine bestehende Steuerung integriert. Und hier bietet die Docker-Technologie klare Vorteile. Mittels der Docker-Technologie können wir einfach Anwendungen dynamisch und ressourcenschonend auf die Geräte bringen. Das sind dann beispielsweise Machine Learning-Modelle, aber auch einfache Anwendungen wie Datenbanken. Bitte erläutere uns das doch nochmal etwas detaillierter anhand dieser Folie. Gerne. Also der große Vorteil unserer Geräte ist nicht nur, dass sie perfekte Datenquellen sind, sondern sie eignen sich auch perfekt für Analytics-Anwendungen, da sie Docker-ready sind. Und so können wir für verschiedene Bereiche im Bereich Analytics Anwendungen auf diese Geräte bringen. Das fängt an beim dynamischen Datenhandling. Beispielsweise können wir einen MQTT-Broker, aber auch Anwendungen wie Node-RED oder IO-Broker auf die Geräte deployen, diese Daten in die Datenbanken schicken, mittels Dashboards und Visualisierung wie Grafana, Chronograph, aber auch Plotly visualisieren und dann Machine Learning Modelle oder Data Science Modelle auf Basis von Frameworks wie sklearn, TensorFlow oder SciPy entwickeln und auf die Geräte deployen. Der Vorteil einer solchen modularen Lösung ist, dass die einzelnen Container, das heißt die Bauteile der Analytics-Lösung, dynamisch entfernt und auf andere Geräte übertragen werden können, beziehungsweise austauschbar sind. Jan, danke für diesen Einblick und lassen Sie uns nun, liebe Zuschauer, zu einem konkreten Anwendungsszenario kommen. Und dazu, Sebastian, hast du uns diese Folie mitgebracht. Genau. Auf dieser Folie kann man die Anwendung sehen, die wir behandelt haben mit dem Thema Analytics, und zwar ein Vakuumfördersystem. Wir haben hier eine Ist-Datenanzeige der relevanten Systemparameter, aus denen wir gelernt haben, aus denen wir uns weiterentwickelt haben, neue Erkenntnisse gewonnen haben und letztendlich auch verschiedenste Modelle abgebildet haben. Im nächsten Step ist die Aufgabe, weitere Microservices bereitzustellen, wie hier dargestellt. Das Beispiel zur Filterreinigung, sprich eine zustandsbasierte Filterreinigung auf Basis eines Forecasts. Und auch hier bietet sich der universelle Werkzeugkoffer IDEA an, den wir 1:1 wieder adaptieren können, um unsere Anwendung umzusetzen. Das heißt, die Adaption und das Hinzufügen neuer Microservices, also neuer Applikationen in Form von Dockern, das ist für dich ein ganz wesentlicher Punkt, um dieses Themenfeld Analytics auszubauen. Exakt, genau, das ist der Punkt. Wir sammeln sehr viele Daten im Feld. Wir wollen diese Daten gewinnbringend nutzen und über viele kleine Applikationen
wieder bereitstellen, um einen Mehrwert zu generieren. Und dafür ist das Thema ideal geeignet. Jetzt mutet das, was Jan uns vorhin beschrieben hat, aber auch das, was du ganz kurz skizziert hast, ja erstmal komplex an. Umgekehrt weiß ich aus unseren Gesprächen, Sebastian, dass du immer wieder betont hast, dass Technologie oder Lösungen, die man reinbringt, gerade wenn man eine Mitarbeitermannschaft hat, dass die möglichst einfach zu nutzen sind. Ja, wie ein Schraubendreher letztendlich. Wie passt das zusammen? Genau. Wir bleiben beim Beispiel Schraubendreher. Jeder hat Schraubendreher, sehen anders aus, jeder weiß, wie er zu benutzen ist. Wir denken gar nicht darüber nach. Genauso muss es bei so einem Service auch sein. Der Mitarbeiter steht hier im Fokus. Das heißt, wir bauen eine Lösung, die ähnlich simpel ist wie ein Schraubendreher in der Anwendung. Im konkreten Fall der Filterreinigung heißt das, dass wir einen Instandhaltungsauftrag auf dann umsetzen und zurückmelden. Wir generieren dadurch einen Closed Loop, haben einen Mehrwert geschaffen, wir haben Ressourcen freigemacht, die Systemverfügbarkeit auf ein noch höheres Level gebracht und ein ähnlich einfaches Tool wie einen Schraubendreher generiert. Das heißt, der Schraubendreher ist letztendlich das SAP-basierte Instandhaltungssystem, über das der Mitarbeiter, der Kollege dort informiert wird. Vielen Dank für diese ersten Einblicke in das Projekt. Wenn wir jetzt die Docker-Technologie als solches sehen, Sebastian, wo siehst du noch Potenzial oder überhaupt Chancen im Produktionsumfeld? Ja, die Chance, die ich ganz klar sehe, um auf Jan wieder Bezug zu nehmen, ist die einfache Erweiterung der Thematik. Wir können auf Basis der gleichen Technologie neue Applikationen schaffen, die wir einfach skalieren können und letztendlich auch bereitstellen können. Das heißt, wir können die Applikation beliebig oft freigeben und natürlich damit einen Schritt in die Zukunft machen und gleichzeitig standardisieren. Und das ist für mich ein Riesenmehrwert. Sebastian, danke für deine Anwendersicht und Jan, danke für deine technologischen Einblicke. Jetzt liegt es an Ihnen, liebe Zuschauer. Was sind die nächsten Schritte? Schauen Sie sich gerne bei uns im Docker Hub Account die entsprechenden Anwendungen an. Schauen Sie, was bieten wir für Seminare an. Und kontaktieren Sie uns gerne unter iot@vago.com, wenn Sie mehr zum Thema der Docker-Technologie wissen möchten. Haben Sie ein Analytics-Projekt oder eine Aufgabenstellung, um Ihre Daten zu analysieren, sprechen Sie uns auch gerne an, sodass wir gemeinsam Ihr Analytics-Projekt umsetzen können. Wir bedanken uns für Ihre Teilnahme und freuen uns zukünftig mit Ihnen zum Thema Docker und Analytics Gespräche zu führen und Projekte umzusetzen. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Wir befinden uns auf der 5. Station unserer Reise und begeben uns in das 3. Spannungsfeld, das Thema Effizienz, Energieeffizienz. Ich hatte es gesagt, es geht einerseits natürlich darum, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Verantwortung, die wir tragen, Ressourcen zu schonen und auch Energie zu sparen, denn es ist ja betriebswirtschaftlich auch sinnvoll. Und vor dem Hintergrund eines Energiedatenmanagements begrüße ich jetzt hier bei mir meinen Kollegen Lukas Dökel wieder. Der hat einen Kunden mitgebracht, Herrn Jürgen Ströbel von der Firma Endres Holzfeuerungsanlagen, die sich mit Prozesswärme beschäftigen. Und dann wird es darum gehen, die Frage zu beantworten, wie ein Maschinenbauer auch nach der Inbetriebnahme noch zur Effizienzsteigerung in einem Unternehmen beitragen kann. Da bin ich sehr gespannt drauf und freue mich auf euren Vortrag. Herzlich willkommen zur Session Effizienter Anlagenbetrieb auch nach der Auslieferung. Wir schauen in vielen Fällen bei der Energieeffizienz immer auf die Betreiber. Aber auch für die Modulbauer und Maschinenbauer ergeben sich viele Chancen und neue Geschäftsmodelle in dem Rahmen. Viele Anforderungen wirken auf den Maschinenbauer ein, einerseits von der Gesetzgebung, andererseits von den Kunden. Bei der Gesetzgebung werden zum Beispiel technische Standards vorgegeben, Effizienzstandard vorgegeben oder auch Energiedatenerfassung als Report beauftragt. Bei Kundenanforderungen geht es immer darum, natürlich möglichst effiziente Anlagen zu bekommen mit einem geringen Energieverbrauch, aber auch natürlich den Produktionsoutput zu maximieren. Wenn wir jetzt einmal auf den Lebenszyklus einer solchen Anlage kommen, ist aber der Energieverbrauch
eigentlich sehr einseitig verteilt. Das heißt, da wo der Maschinenbauer involviert ist, im Bereich der Entwicklung, des Anlagenbaus und der Inbetriebnahme, haben wir nur einen ganz geringen Anteil des Energieverbrauchs. 90% des Verbrauches haben wir im Betrieb. Wenn wir das vergleichen mit dem spezifischen Anlagenwissen, also wann läuft meine Anlage eben im optimalen Punkt, sehen wir, dass wir nach der Inbetriebnahme ein Gap an Erfahrungen haben, der sich erst über die Zeit aufbaut und dem Betreiber eben über die Zeit die Erfahrung gibt, wann läuft meine Anlage möglichst effizient. Deshalb die Frage an Sie, wer von Ihnen würde sagen, er weiß genau, ob seine Anlage im optimalen Betriebspunkt läuft? Und genau da müssen wir doch hin, dass wir sagen können, das spezifische Anlagenwissen müssen wir addieren. Das heißt, die Erfahrung des Modulbauers oder des Maschinenbauers zusammen mit den Erfahrungen des Betriebs der Anlage müssen zusammengebracht werden, um ein möglichst hohes Level an Wissen zu schaffen. Und genau so können wir dann auch die Effizienz erhöhen und den Energieverbrauch signifikant reduzieren. Und genau diese Grenze müssen wir durchbrechen. Und wie schaffen wir das? In 3 wichtigen Punkten. Das eine ist natürlich die Transparenz. Wir müssen überhaupt Daten erstmal verfügbar haben, historisch verfügbar haben, um sie auswerten zu können. Das zweite ist das Thema der Auswertung und Überwachung. Nur dann, wenn ich wirklich die Daten auch auswerten und überwachen kann und sie zielgerichtet den Personen zur Verfügung stellen kann, die sie auch bewerten können, nur dann kriege ich eine Aussage über Effizienz. Und als letztes muss ich natürlich Handlungsempfehlungen aussprechen, die hoffentlich irgendwann vom Modulbauer zum Betreiber gehen und dann Wartungsintervalle auslösen zum Beispiel. Aber auch die Pflege des Systems muss eben aus beiden Bereichen möglich sein. Und genau da ist das Thema Anlagenkonfiguration sehr, sehr wichtig. Für die Transparenz hat WAGO das Thema Energiedatenmanagement geschaffen. Eine einfach konfigurierbare Lösung, die es ermöglicht, Feldsignale aufzunehmen, zu speichern und in Zielsysteme zu übertragen. Das Thema Energiedatenmanagement-Visualisierung, um zielgerichtet Informationen an die Leute zu geben, die sie analysieren und auswerten wollen. Und die WAGO Cloud als Tooling, um Handlungsempfehlungen, Informationen zu teilen und auch den Zugriff auf die Anlagen weltweit verteilt zu erlauben oder eben auch nicht. Doch was bringt das jetzt für Vorteile für den Maschinenbauer und für den Betreiber? Der Betreiber bekommt natürlich diese Informationen in Form von Dashboards oder Visualisierung und kann so jederzeit sehen, wie seine Anlage läuft. Und im besten Fall bekommt er sogar Alarme und Nachrichten, wann und wie er eine Anlage einzustellen hat oder sie zu warten hat. Das spart nicht nur in der Wartung viel Zeit und Geld, sondern bietet auch eine Vielzahl an Effizienz, die wir heute dazu gewinnen können, mit reinem Wissensaustausch. Auf der anderen Seite bekommt der Maschinenbauer genau auch diese Erfahrung aus dem Betrieb, die er wieder nutzen kann. Und er hat die Möglichkeit, über zum Beispiel Remote Access neue Dienstleistungsmodelle wie die Pflege des Energiemanagements oder eben die Aussagen und eine langfristige Wartung von Anlagen bereitzustellen. Das bringt ihm nicht nur in der Entwicklung Vorteile durch das erhöhte Wissen und spart Kosten, sondern eben auch zukünftig kann er sein Dienstleistungsportfolio auch über und nach der Inbetriebnahme hinaus ausweiten. Ja, und jetzt freue ich mich, als Blick in die Praxis die Firma Endres Holzfeuerungsanlagen einbinden zu können und freue mich über Herrn Ströbel. Herr Ströbel, wie hat Ihnen das Thema Energiedatenmanagement von WAGO in Ihren Anwendungen geholfen? Hallo Döwin, wir sind Hersteller von Holzfeuerungsanlagen im Bereich von 100 bis 1000 kW und Kunden von uns nutzen das Energiedatenmanagement als Energiedatenerfassung im Bereich von der Prozesswärme. Genau. Jetzt haben Sie verschiedene Dashboards Ihren Kunden zur Verfügung gestellt, unter anderem das Thema der elektrischen Energie. Wozu nutzen die Kunden das? Hier wird die elektrische Energie erfasst, damit der Kunde sieht, was er Energie reinsteckt und später bei der Wärme wieder rausholen kann. Genau. Das wäre sozusagen das nächste Dashboard, die Wärmeenergie. Das ist einerseits die Anforderung, die Sie gesetzlich eben haben und auch für den Kunden die Information, was kriegt er sozusagen hinten aus der Anlage wieder raus. Genau, hier wird die Prozesswärme erfasst und auch, wenn der Kunde wünscht, jegliche andere Wärmemengen, je nachdem, was er für Anlage hat. Das ist immer kundenspezifisch.
Und wie nutzen Sie die Vago Cloud in dem Fall mit dem Remote Access? Wir nutzen die Vago Cloud, wenn der Kunde ja seine Anlage erweitert, um diese dann zu konfigurieren bzw. zu parametrieren. Und diese können wir dann CO2-neutral nutzen. Sehr gut. Vielen Dank, Herr Ströbel. Wenn auch Sie wissen wollen, wie Sie Ihre Anlagen möglichst effizient betreiben können oder auch neue Geschäftsfelder entwickeln wollen, dann sprechen Sie uns gerne an. Wir sind auf der letzten Station unserer Reise. Schön, dass Sie noch an Bord sind. Es geht um das Thema Energieeffizienz, diesmal aus dem Blick des Betreibers. Mein Kollege Lukas Dökel hat dazu Dr. Carsten Riest von der Firma Clariant eingeladen und wird mit ihm das folgende Thema beleuchten. Wenn ein Energiedatenmanagement über mehrere Werke weltweit installiert wird, dann gibt es eine ganze Menge Datenerfassungsgeräte, die aus der Ferne gewartet und parametriert werden müssen. Und wie das erfolgreich gelingt, ohne Zusatzaufwand zu generieren oder diesen Aufwand gering zu halten, das werden die beiden uns jetzt schildern. Und deswegen freue ich mich auf euren Vortrag. Herzlich willkommen zu der Session Ganzheitliches Energiemanagement über das Werkstor hinweg. Wir wollen in den nächsten Minuten uns mit dem Thema des Energiemanagements bei Betreibern beschäftigen und schauen, was es für Anforderungen, Herausforderungen, aber auch für Chancen und Möglichkeiten gibt, ein Energiemanagement effektiv zu betreiben. Schauen wir zuerst auf die Anforderungen. Die sind sehr vielfältig und wirken aus verschiedenen Richtungen auf Betreiber ein. Auf der einen Seite haben wir den Gesetzgeber, der mittlerweile bei mittleren und großen Unternehmen die Einführung eines Energiemanagementsystems fordert oder auch ein Energieaudit. CO2-Einsparung ist in aller Munde und auch hier gibt es starke Auflagen. Und ein viel diskutiertes Thema ist das Thema der Drittmengenabgrenzung. Auf der anderen Seite haben wir die Anforderungen des Marktes, der Kunden und der Umwelt, die natürlich möglichst kosteneffiziente Produkte haben wollen, somit auch eine kosteneffiziente Produktion. Immer wichtiger wird das Image der Firma, das möglichst grün sein sollte. Und natürlich, wir wollen den Rohstoffeinsatz möglichst reduzieren. Einer der wichtigsten Aspekte ist aber nach wie vor auch der innere Antrieb, den die Firmen und die Betreiber selbst an sich und ihre Produktionsprozesse stellen. Wenn wir heute in Unternehmen kommen, haben wir oft die Herausforderung, dass es, wie hier auf der Grafik, verschiedene Werke gibt, mit unterschiedlichsten Softwarelösungen, Wegen, wie wir die Daten erfassen, Sensoren, die nicht einbindbar sind, weil sie vielleicht die fehlende Verbindung haben oder eben auch noch nicht eingebunden wurden, weil es einfach zu komplex ist. Genau da haben wir uns von Vago überlegt, wie können wir dieses Problem lösen. Mit dem Vago Energiedatenmanagement haben wir eine Lösung geschaffen, die eben im Brownfield- und Greenfield-Betrieb anwendbar ist. Eine Vielzahl von Konnektoren feldseitig bereithält, wie zum Beispiel Konnektion über Modbus. So können wir verschiedenste, schon auch eingebaute Zähler implementieren, TCP als auch RTU, digitale Eingänge, analoge Eingänge, Vago-Zähler oder auch unsere 3-Phasen-Leistungsmessklemme. So bekommt der Kunde eine Vielzahl an Transparenz aus dem Feld, um die richtigen Informationen eben auch an die richtigen Stellen zu bringen. In der Vago-Controller werden die Daten gespeichert, übertragen und visualisiert. Als Übertragungsprotokolle nutzen wir heute MQTT, OPC, UA und Modbus als die gängigen im Energiemanagement, aber auch in anderen industriellen Anwendungen. Dabei ist es egal, was und wo das Zielsystem ist, ob das On-Premise, in der Cloud oder einfach nur eine Datenbank ist. Alles kann von uns konnektiert und angebunden werden. Wie das Ganze jetzt in der Praxis aussieht, wollen wir uns einmal anhand dieser Topologie anschauen. Dieses Beispiel ist von unserem Kunden Clariant, die eben Vago-Steuerung in verschiedenen Werken im Einsatz haben. Diese verbinden die Feldsensoren mit der Vago Cloud über das integrierte Modem und per MQTT werden diese Daten in die Vago Cloud übertragen. In der Vago Cloud nutzt Clariant die Funktionalität des Remote Access, sodass Sie jederzeit Ihre Controller
aus der Ferne umkonfigurieren können und so ihr Energiemanagement eben erweitern oder anpassen können. Zusätzlich war die Anforderung der Visualisierung, möglichst flexibel zu sein. Da hatte Clariant die Idee, die Firma Microsoft und die Lösung Power BI einzusetzen. Und um die Daten aber auch dort verfügbar zu machen, nutzten wir unsere an der Vago Cloud angeschlossene REST API, um die Daten abzugreifen und ins Power BI zu übertragen. Genau über diese Erfahrung möchte ich jetzt mit der Firma Clariant sprechen und da mit dem Herrn Dr. Riest. Er ist Teil des eWatch-Teams bei der Clariant und ich freue mich sehr, ihn hier einbinden zu können. Hallo, Herr Riest. Hallo, Herr Döckel. Herr Riest, vielleicht können Sie ganz kurz was zum eWatch-Team sagen und wie Ihnen das Energiedatenmanagement von Vago im täglichen Geschäft geholfen hat. Ja, natürlich. Die Firma Clariant hat als eine der strategischen Säulen das Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben uns neue Nachhaltigkeitsziele gesetzt und möchten bis zum Jahr 2030 die CO2-Emissionen an unseren Standorten um 40% reduzieren. Und um das technisch zu unterstützen, gibt es bei uns ein globales Energieeffizienzprogramm und das nennt sich eWatch. Und wir sind derzeit 4 Kollegen, die weltweit dieses eWatch-Programm aufsetzen und betreiben. Und das ist ein sehr umfassendes Programm, was neben technischer Optimierung auch das Mindset anspricht und auch ein entsprechendes Energiedaten-Online-Monitoring-System zur Unterstützung bei der technischen Optimierung. Ja, als ein Beispiel können wir uns vielleicht mal das über die REST API und das Power BI generierte Dashboard anschauen. Was für eine Aussagekraft erzielen Sie daraus? Ja, also wir haben sehr viele mittlere und kleinere Standorte, die derzeit oftmals lokal vorhanden kein Datenerfassungssystem haben. Und wir nutzen daher unsere unternehmenseigene Cloud, um Daten an diesen kleinen und mittleren Standorten, ich sag mal, zu erfassen, mittels Data Gateways und Energy Meters, unter anderem von Vago. Und dann auf diese Daten in unserer Cloud neben der Optimierung der Betriebsweise auch Advanced Analytics und Artificial Intelligence Algorithmen anzuwenden, um die Anlagen technisch zu optimieren und auch um ein Reporting aufzusetzen. Super. Ja, das eWatch-Team betreut ja weltweit Standorte von Ihnen. Vielleicht können Sie da nochmal ganz kurz einen Einblick geben, wie Ihnen dieser Remote Access und die Remote-Konfiguration aus der Cloud auf die Geräte geholfen hat. Ja, also das Device-Management, das Zentrale und auch die Fernwartbarkeit und Konfigurierbarkeit, die sind absolut essentiell. Ansonsten können Sie diese Vielzahl von Data Gateways gar nicht zentral managen und bereitstellen. Denn es sind immer wieder erforderlich, Anpassungen vorzunehmen, bei hinzukommenden Messungen und so weiter, die Konfiguration dann aus der Ferne zu ermöglichen. Und die Daten werden dann eben von der Vago Cloud in unsere eigene Cloud überführt mit der REST API. Und dort stehen uns dann alle Möglichkeiten offen. Super. Also ich würde sagen, ein zukunftsfähiges Konzept. Und vielen Dank, Herr Dr. Riest, für diesen Einblick. Gerne. Wenn jetzt auch Sie über die Möglichkeiten mit dem Vago Energiedatenmanagement nachdenken, sprechen Sie uns gerne an. Lassen Sie uns darüber diskutieren, welche Optimierungspotenziale auch bei Ihnen möglich sind. Ich freue mich drauf. Vielen Dank. Herzlich willkommen zurück nach unserer Reise über 6 Stationen durch die Welt der Automatisierung und Digitalisierung. Ich möchte Ihnen noch einmal in Erinnerung rufen, dass Vago natürlich auch Reihenklemmen, Netzgeräte und Messumformer im Programm hat. Und sollte eines dieser Themen für Sie interessant sein oder wenn Sie noch ein Stück MTP-Torte mit uns essen möchten, zögern Sie nicht, einen Termin mit uns zu vereinbaren auf der Seite der Hannover Messe oder auch auf vago.de, vago.com. Bis zu diesem Termin verbleibe ich und wünsche Ihnen einen schönen weiteren Aufenthalt auf der Hannover Messe. Danke fürs Zuhören und tschüss.